Herzlich willkommen zu einem mal etwas anderen Video, weil normalerweise seht ihr uns ja immer auf der Baustelle oder beim Reisen oder wo auch immer, aber selten oder eigentlich noch nie vor dem Rechner. Wir haben auch noch nie gezeigt, was wir denn so an Einnahmen hier bei YouTube haben. Und heute wollen wir einfach mal der Frage nachgehen, kann man von YouTube in Paraguay leben? Die Frage ist allerdings etwas schwer zu klären, denn das hängt ja immer von dem Kanal ab, wie viele Aufrufe er und so weiter und so fort hat. Wir können nur die Frage klären, können wir mit unserem Kanal Vorfeeds zu Paraguay hier in Paraguay leben? Finanziert er unser Leben? Und der Frage gehen wir jetzt einfach mal nach. Dazu sehen wir jetzt hier auf dem Desktop das Jahr 2023. Natürlich noch verpixelt, denn ich möchte es doch ein bisschen spannend machen. Wir gehen gleich die einzelnen Monate nach, bevor wir zum Schluss auch noch mal einen Blick aufs Jahr 2023 werfen und auf den Gesamtkanal, also seit Erstellung. Das aber erst zum Schluss, deswegen bleibt bis zum Schluss dran. Ja, im Vergleich zum Jahr 2022 kann man schon sehen, wir haben 42% weniger Aufrufe, wir haben 60% weniger Wiedergabezeit, 64% weniger Abonnenten. Und ja, wie erklären wir uns das? Einmal haben wir weniger Videos, glaube ich, hochgeladen. Andersrum denken wir, es gibt so ein bisschen ein Abflachen des Interesses an Paraguay im Allgemeinen. Also die Auswanderungswelle ist, glaube ich, etwas vorbei. Die Jahre 2021, 2022, die waren, glaube ich, ein bisschen besser. Da hatten viel mehr Interesse auszuwandern. Die Gründe könnt ihr euch sicherlich alle selbst denken, brauchen wir jetzt hier nicht ansprechen. Also wir stellen auf jeden Fall, auch wenn wir mal Gespräche haben hier mit anderen Deutschen, wir haben hier oben sehr wenig Kontakt zu anderen ausgewanderten Deutschen, einfach weil es hier oben auch weniger gibt. Aber in unserem letzten Urlaub in Independencia hat man auch schon gehört, so gehen viele zurück und ja, daraus schließen wir einfach mal, dass das Interesse an Paraguay ein bisschen runtergeht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr da andere Erfahrungen habt, gerne in die Kommentare schreiben, würde uns auf jeden Fall interessieren. Aber schauen wir jetzt mal weiter. Ich habe wieder genug gequatscht. Wir gehen auf den Januar. Im Januar 2023 hatten wir noch 33.256 Aufrufe. Das Ganze hat 35,78 € ergeben. Und wir springen dann auch nahtlos weiter auf den Februar. Der Februar hatte schon deutlich weniger Aufrufe, nur noch knapp 25.000, aber ebenfalls 35,24 € gebracht. Also wenn ihr euch jetzt fragt, woran liegt das, dass man mit weniger Aufrufe das gleiche Geld verdient oder, wenn wir später sehen, sogar noch mehr verdient, das liegt daran, dass dieser Umsatz ja halt von den Werbetreibenden bezahlt wird und die Werbetreibenden zahlen zu verschiedenen Zeiten im Jahr verschieden viel für ihre Werbung. Dann kommt es ja immer darauf an, welche Werbung wird ausgestrahlt. Die eine Werbung bringt ein bisschen mehr Geld, die andere ein bisschen weniger. So erklärt es sich, dass man mit weniger Aufrufen auch mehr Geld verdienen kann. Um dann noch eine Frage zu beantworten, wir haben ja 3.760 Abonnenten, die haben aber nur indirekt Einfluss auf die Werbeeinnahmen, und zwar nur insofern, wenn halt diese Abonnenten unsere Videos gucken und durch die dadurch erzeugten Aufrufe und die Wiedergabezeit, dadurch haben dann die Werbetreibenden halt genug Platz für ihre Werbung, um die zu platzieren, um die auszuspielen, und nur an ausgespielter Werbung wird man dann auch von YouTube beteiligt. Also es ist im Endeffekt nur die Werbung, die das Geld bringt, keine Abonnenten, die Abonnenten halt nur indirekt. So, weiter. Wir haben im März 24.006 Aufrufe gehabt und damit dann sogar 56,63 € verdient. Da ging, glaube ich, so langsam los, dass das Klimaanlagenvideo, was ich gemacht habe, gut lief. Eines der besten Videos, das wir halt im Kanal haben, und das hat halt sehr viel Umsatz gebracht. Einfach, wo es dann in Deutschland wärmer wurde, haben sich die Leute halt für die Klimaanlageninstallation interessiert und dieses Video geguckt, und das hat halt dementsprechend Werbeeinnahmen gebracht. So, weiter. April, 22.882 Aufrufe, 28,53 €. Da ist das dann nochmal wieder ein bisschen eingebrochen, der Umsatz. Dann im Mai 20.944 Aufrufe, wieder nur so um die 25,24 €.
Im Juni, da sind die Leute wahrscheinlich lieber im Freibad gewesen. Da waren es nur 17.517 Aufrufe, aber dafür 58,97 € Einnahmen. Gut, da wurde es dann auch noch heißer und das Klimaanlagenvideo lief echt spitze. Im Juli sah es ähnlich aus. Die Zuschauer waren lieber am See und es waren nur 17.237 Aufrufe, bei allerdings immer noch über 50 € Umsatz. Im August 17.758 Aufrufe, also ungefähr gleichbleibend da so die letzten Monate. Der Umsatz ging etwas zurück auf 45,27 €. Dann der September, da gingen die Aufrufe nochmal stärker zurück, weil aber auch unsere Video-Uploads da zurückgingen. 12.661 Aufrufe, aber immerhin noch 42,94 €. Ja, wir haben es zeitlich da in dem Bereich halt irgendwo nicht hingekriegt, Videos zu schneiden, haben uns dann aber wieder ein bisschen auf den Arsch gesetzt und so sah der Oktober dann schon besser aus. 20.132 Aufrufe, die gingen wieder ein bisschen hoch, Video-Uploads ebenfalls. Und das Ganze wurde dann mit 71,01 € belohnt. Dann der November, da hatte dann Ende November, wo wir da im Urlaub waren, dann auch die Hunde krank wurden. Ja, da hat es dann wieder gehapert. Wir hatten so schön angefangen, wieder Upload gehabt, aber bis jetzt haben wir uns da auch noch nicht so wieder hingearbeitet, dass wir da wieder regelmäßig kommen. Aber jetzt ist ja mit dem Video wieder eins vorhanden. Ja, die Aufrufe gingen wieder ein bisschen höher, 26.743 Aufrufe und der Umsatz 73,97 €. Kann natürlich auch sein, Vorweihnachtszeit, die Werbetreibenden geben ein bisschen mehr Geld für Werbung aus und wir schließen jetzt das Jahr 23 ab, hier mit dem Dezember 23, 20.628 Aufrufe, das Ganze hier 55,71 € Umsatz. Jo, so viel dazu. Jetzt gehen wir nochmal zur Gesamtübersicht und sehen, wir haben 258.713 Aufrufe gehabt, 16.668 Euro, das wäre mal eine Summe, ne? Stunden Wiedergabezeit, 676 Menschen wollen mein Gesicht öfter sehen, was ich ja kaum glauben kann und mein Gesabbel hören. Ja, die haben abonniert. Vielen Dank dafür, freut uns sehr. Und das ganze Jahr hat uns dann 581,56 € gebracht. So, jetzt sind die ganzen Prozentzahlen ja hier alle immer schön und gut, aber wie hat es denn im Jahr davor ausgesehen, wo die Zahlen ja dann fast um die Hälfte besser waren? Dazu springen wir einfach mal hier ins Jahr 2022 und da sehen wir schon, wir hatten 445.000 Aufrufe, 41.000 Stunden Playtime, wir haben 1.870 Abonnenten dazu gewonnen und einen Umsatz von 950,88 € gemacht. Das ist doch mal schon mal ein deutlich besseres Jahr gewesen. Also unser Kanal hatte schon in seinem jungen Bestand bessere Zeiten. Und hier sehen wir schon, Ende 2021 flachte das gut ab hier. Ab und an kamen noch mal ein paar Spitzen. Das kann aber auch an allem Möglichen liegen. Ja? Vielleicht haben die Leute einfach nur keine Lust mehr auf Bauvideos oder die Häuser waren zu weit fortgeschritten, war nicht mehr interessant. Kann alles gewesen sein. Ja? Aber springen wir dann noch mal hier auf die Gesamtübersicht. Und da sehen wir, gesamt über 800.000 Aufrufe hat unser Kanal schon gehabt, über 67.000 Stunden Playtime, 3.716 Leute wollen uns regelmäßig sehen und haben unseren Kanal abonniert, damit sie nichts mehr verpassen. Also falls ihr das noch nicht gemacht habt, gerne ein Abo dalassen. Und der Gesamtumsatz hat 1.542,23 € erbracht. Wie haben wir das ganze Geld jetzt verprasst und unter die Leute gebracht? Also wir haben immer mal wieder in Technik investiert, haben als allerletztes jetzt die neue DJI Action 4 gekauft und hoffen dann nochmal die Videoqualität zu steigern. Ja, unsere Tonqualität, da sind wir absolut nicht mit zufrieden. Haben damals dann ein Rode-Mikrofon gekauft, so ein Richtmikrofon. Ist aber im Alltag unpraktisch. Das habe ich jetzt hier auf dem Schreibtisch stehen und arbeite damit.
Ich will jetzt nicht zu weit ins Technische gehen, aber wir haben da noch sehr viele Probleme, sei es Adapterkabel für die Mikrofone und. Also die Tonqualität, bitte habt Nachsehen da mit uns, ist leider immer noch nicht perfekt. Wir arbeiten aber dran. Ja, falls die Frage aufkommen sollte, warum hier so lange 0 Aufrufe stehen, dann gehen wir jetzt mal hin und wir sehen hier der 19. Mai 2019. Das muss dann halt wohl wahrscheinlich das Gründungsdatum gewesen sein, kann mich nicht mehr so genau erinnern. Also vor unserem letzten Paraguay-Urlaub, der so im September, Oktober, also so Ende 2019 stattfand. Da hatten wir schon den Kanal gegründet mit der Idee, wenn wir dann mal auswandern, Familie und Freunde, das Ganze so ein bisschen ja, zu zeigen, wie unser Leben weiter stattfindet, weil man ja doch ein paar tausend Kilometer auseinander ist. Und im Endeffekt wollten wir so ein bisschen dokumentieren, wie wir überhaupt unsere Auswanderung machen, in Deutschland die ganzen Sachen verkaufen und ja, die ganzen Vorbereitungen halt, die mit so einer Auswanderung zusammenhängen. Haben wir aber zeitlich einfach nicht geschafft und dementsprechend blieb der Kanal lange leer, bis der Werner uns dann mal zu dem Bienenvideo mehr oder weniger gedrängt hatte. Aber danke dafür, dass du uns dazu gedrängt hast. Und ja, dadurch, dass halt immer mehr Leute zugeschaut haben, immer mehr Leute kommentiert haben, war das natürlich eine Motivation für uns auch weiterzumachen. Dementsprechend auch vielen lieben Dank an alle Abonnenten, an alle Zuschauer, an alle, die so nett kommentieren. Und ja, ihr habt uns dazu gebracht, das Ganze weiterzumachen. An den Finanzen hat es nicht gelegen. Wir können jetzt auch abschließend die Frage beantworten: Können wir von diesem YouTube-Kanal hier in Paraguay leben? Nein, das können wir nicht. Wenn wir jetzt die Frage aufwerfen, was würden wir denn machen, wenn wir von dem Kanal leben könnten, dann würden wahrscheinlich die Bauvideos etwas in den Hintergrund treten und es würden mehr Reisen stattfinden, hauptsächlich hier in Südamerika. Denn wir haben großes Interesse hier an dem Kontinent. Wir würden hier noch gerne sehr viele Sachen sehen. Werden das auch machen, werden euch da auch mitnehmen, auch wenn der Kanal jetzt nicht besser laufen wird. Das dauert dann halt ein bisschen länger, man muss ja auch gucken, finanziell, zeitlich muss das ja auch alles machbar sein. Und ja, je mehr Finanzen man hat, umso machbarer sind einige Dinge. Wie es auch sei, das soll jetzt hier kein Rumgebettel sein, das soll einfach nur mal so eine Aussicht sein, wenn unsere Aufrufzahlen besser werden sollten und mehr Abonnenten kommen sollten und das alles besser läuft, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, mehr Videos zu machen. Aber selbst wenn wir dann mehr reisen würden, wird das Bauen nicht aufhören, weil es steht ja immer noch das größere Haus eigentlich im Raum, das wir da noch bauen wollen. Wir wissen nur noch nicht so genau wie, wann, wo. Wir sind auch noch nicht mit der Hausplanung so weit, dass wir da jetzt schon konkret anfangen können. Also selbst auf dem Papier haben wir unser Haus noch nicht fertig. Bleibt mir nichts anderes übrig, als euch nochmals zu danken und euch alles Gute für das Jahr 2024 wünschen. Ich hoffe, alle eure Träume und Wünsche gehen in Erfüllung. Viel Gesundheit wünsche ich euch, denn ohne Gesundheit ist ja das ganze Leben nichts. Dementsprechend macht's gut im Jahr 2024. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiter begleiten würdet. Gerne kommentieren, gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann ist sicherlich auch Sarah wieder dabei. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.